An der Gold Coast, Surfers Paradise, Mesh-Short nicht zuzuknoten und dann schwere Sachen in die Hosentasche zu stecken. Jungle Rush, und das ist die Neuheit, wurde nicht gefahren. Dämliche Grauzone. Bruder. Ja, jetzt habe ich keine Zeit. Ich mich jetzt hier neben den Dude. Da ist es mir passiert. Ich wollte es euch gerade erzählen. Natürlich kann ich das tragen. Ich kann alles tragen. Alter, was ist das denn? Und ja, auf jeden Fall ist das ein Preisschild, was hier dran hängt. Was ist das für ein Lied, was hier am Eingang läuft? Ey, mutig. Ey. Kommt erstmal, was zur Natur leider auch immer dazu gehört. Und Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits, einen neuen On-Tour-Vlog. Wir sind immer noch an der Gold Coast, Surfers Paradise in Australien und wir sind jetzt ready, sind aufgestanden und schwingen uns jetzt ins Auto, fahren keine halbe Stunde nach Dreamworld. Wir sind aber 2 Stunden vor Parköffnung da, denn wir wollen euch natürlich auch On-Ride-Videos mitbringen und das ist ja alles ein bisschen sicherer, ein bisschen Safety-mäßig unterwegs und das geht nicht im Betrieb bei Dreamworld. Deswegen müssen wir was früher da sein oder dürfen was früher da sein, dürfen das machen und auf ein paar, nicht allen Bahnen, aber On-Rides für euch machen. Ey, was soll ich sagen? Wir sind jetzt gerade, okay, die Sonne ist schon, die kann was, weil jetzt gerade im Shadow, richtig sweet, richtig schönes Wetter, meine Hose rutscht sehr gerade. Ich habe die andere Hand aber auch voll. Das ist jetzt gerade doof. Warte. Mesh-Short nicht zuzuknoten und dann schwere Sachen in die Hosentasche zu stecken. Ging bis draußen gut. Das Haus läuft aus. Ja. Ja, aber das ist doch keine eine Option. Da müsste Virus. Da gehen wir auf jeden Fall jedes Mal jetzt hin. Voll toll. Ja, ey, ohne Scheiß, die Bude sah vielversprechend aus. Bei mir war es auch nicht so schlimm, aber auch nicht wiederholenswert. Habt ihr gestern gesehen. Nee, aber gerade die Luft ist gerade richtig schön, richtig angenehm. Ich will jetzt richtig mitgekriegt habe, war an unserem Anreisetag in der Nacht irgendwie so voll der krasse Sturm. Der hat wahrscheinlich dann diese ultra tropische, ekelhafte Luft hier reingedrückt. Deswegen könnte das unangenehm gewesen sein. Was nicht heißt, dass 40 Grad jetzt angenehm wären. Die wir gestern ja auch hatten. Aber da haben wir uns ja gedacht, da gehen wir mal Bergsteigen. Aber das habt ihr auch gesehen. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell ins Auto und fahren unsere halbe Stunde in den Freizeitpark. Da kennen wir uns aus. Schön bei 40 Grad auf der Betonplatte. Das ist in Ordnung. Hallo. Freundlich. Ende der Bahnen heute. Wir haben uns jetzt schnell noch eingecremt und müssen jetzt zur Security, also müssen jetzt mal finden und uns anmelden. Echt? Krass.
mit Gurten und einem ziemlich großen Bügel. Und nach der Fahrt macht ihr selber die Gurte auf und ruckelt die raus. Werdet ihr gleich sehen, wenn ich wieder hier bin. Und Mitarbeiter machen den Gurt aber auch rein. Und ja, wie Blue Fire die Strecke, nur fährt man, also es ist ein Multi-Launch Blue Fire, weil es gibt noch einen Spike am Ende hier bei Steel Tapen und es gibt noch einen speziellen drehenden Sitz, den müssen wir uns gleich auch noch angucken. Aber jetzt erstmal die normale Fahrt, wie ihr sie kennt. Braucht, glaube ich, nicht viel über das Layout erzählen. Top Hat, Vertical Loop und alles, das kennt ihr ja von Blue Fire in- und auswendig. Das gleiche in Orange nochmal. Orange haben wir auch schon gehabt, glaube ich, oder so Rottöne. So hat man den Rollback jetzt mal voll gut. Geil.
ihr habt das ja bestimmt mitbekommen, wir haben bei Steel Tapen angefangen, Front Row, Spinning Gondel gefahren, mega crazy. Dann ging es zum Intermin Motorbike Coaster, sehr komischer George Foreman Grill, in dem man da sitzt und eingeklemmt wird. Und jetzt sind wir super gut durchgekommen und als nächstes haben wir Jungle Rush und das ist die Neuheit, ja, ich würde gerne dieses Jahres sagen, aber 28. Dezember oder so rum haben die eröffnet. Schon mal vorneweg, das wird auf jeden Fall bei den besten Bahnen 2025 mit in mein Ranking dieses Jahr reinfließen, weil das ist ja absurd, die Bahn einfach komplett ausklammern, die irgendwie 3 Tage vor Jahresende erst eröffnet hat. Wir sind aber ein bisschen zu gut in der Zeit. Sie machen nämlich noch ihre Tests und gehen zum Beispiel die Checklisten durch und wollen dispatchen, lassen aber immer mal eine Tür offen, wo auch Schalter, also Sensoren dran sind und dann geht's halt nicht. Und dann gehen die hier so alles komplett durch. Jetzt schicken die den Zug gerade mal raus. Wenn die durch sind, dann kommt die Kamera dran, fährt einmal alleine und dann ist es safe, dass wir auch einstellen dürfen. Ach, da kommt der andere Zug. Aber das ist doch gerade vorgeworfen. Ja, krasse Queue und so. Ausführliches Jungle Rush Review wird es auf jeden Fall geben. So, Peoples. Jetzt sind wir auch Jungle Rush gefahren, in beiden Varianten quasi. Wenn ihr so ein Video jetzt hier guckt, glaube ich, ist es halt, ich kann ja nicht immer alles weglassen aus irgendwelchen Bahnen, um nicht zu spoilern. Es gibt einen Zug, der fährt rückwärts, einen Zug, der fährt vorwärts. Man kann sich das auch nicht aussuchen, das kommt, was kommt. Ja. Ja, damit sind wir jetzt auch durch. Aber die, ja, beide vorwärts und rückwärts. Ja, aber der Start. Unterschiedliche Parts, ja. Ja, man fährt nicht gleich. Ja. Jetzt wird es wieder zu laut. Übrigens, der Claw ist ja, hier so ein Schaukelarm, der von Intermin demnächst ersetzt wird. Die hatten wir auf der Messe, gab es ein Video, wo Dreamworld das vorgestellt hat. Das haben wir auch schon gezeigt gehabt.
wir haben eine Viertelstunde vor Parköffnung. Wir sind mit allem durch. Also es gibt 6 Achterbahnen und 7 Counts, weil es gibt einen Zapata Disco Coaster. Und ja, wir sind jetzt durch. Werden jetzt erstmal Wasser trinken und das da vorne wieder auffüllen. Und starten hier mit dem Vekoma, also starten, sind schon 3 Bahnen gefahren, Suspended Family Coaster. Dieser hier, was ich gerade ziemlich geil finde, ist nämlich der Spielplatz hier, der genauso gestaltet ist. Oder von der Optik, wo ich gedacht habe, was ist das denn von, also gleich lackiert. Das ist ja mega geil. Über die anderen Bahnen reden wir gleich auch noch mal, wenn wir vorbeikommen, weil wir noch Off-Rides machen auf jeden Fall und alles Mögliche. Wir haben jetzt erstmal die Pflicht erfüllt, die jetzt nicht so schlimm war. Mega cool. Also super liebe Leute hier, die Operator alle richtig cool, geile Teams, alle voll lieb und nett und auch der Park super geil drauf. Sehr, sehr cool. Und der größte Freizeitpark in Australien, laut eigener Aussage, auf einem Schild vorne. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Aber auch da nochmal so vielleicht ein kleiner Sidefact aus der Vergangenheit. Jem Tuna habt ihr schon ein paar Mal hier im Kanal gesehen. Der war im Bierland Parkmanager, der ist dann ein bisschen rumgelaufen, in Kasachstan mal einen Park aufgezogen und so weiter und so fort. Den habt ihr, wenn dann nur im Vlogs irgendwie nochmal gesehen, außer in unserem Interview in Bierland in der Türkei. Der war mal Parkmanager hier im Dreamland, Dreamworld. Ich krieg das heute bestimmt noch hin. Wenn ich mir die Temperatur so angucke, nicht. Und wir haben gesagt bekommen, das ist momentan und vor allem gestern, das war nicht normal heiß, sondern außergewöhnlich heiß. Wie clean der Bereich einfach aussieht irgendwie. Also der ganze Park ist wie geleckt, ne? Voll süß, jetzt sind keine Kinder hier, kann man euch das mal zeigen. Das Fun Maze mit Bananas in Pyjamas. Das ist ja voll sweet. Ja, wir kommen quasi jetzt in einen Kinderbereich. Jetzt ist hier auch noch ein Coaster, wo Status jetzt quasi gerade unklar ist. Da steht zwar closed, aber sie meint, es ist nicht closed, sondern wird nur neu gestaltet. Ja. Oder der ist schon neu gestaltet. Oh nein. Es gab nämlich eine SpongeBob-Achterbahn, Red Boat irgendwas. Ist das noch ein Red Boat? Und ist das jetzt echt generisch? Die hat doch gesagt Rugrats, oder? Nee, das war mal. Ach, das war mal Rugrats. Werden wir auch noch mal nachreichen. Und das ist, glaube ich, der beste Part im Moment zu sagen, wir gucken mal ein bisschen in die Geschichte des Parks rein und was allgemein so hier alles gibt, was ihr fahren könnt. Der Themenpark bietet in seinen zahlreichen Themengebieten auch Zoobereiche wie Tiger Island oder Australia Wildlife. Im Dezember 2006 wurde das Angebot durch ein Second Gate erweitert und mit Whitewater World ein großer Wasserpark errichtet. Der ganzjährig geöffnete Park gehört zu Coast Entertainment und liegt im australischen Queensland direkt neben dem Pacific Motorway in Coomera an der Gold Coast. Neben dem, was wir euch hier im Video schon gezeigt haben oder noch zeigen werden, gibt es auch weitere Fahrattraktionen. Dreamworld ist in mehrere Themenbereiche unterteilt. Ein sehr schöner ist zum Beispiel Ocean Parade. Neben einem Wasserspielplatz samt singendem und tanzendem Animatronic gibt es auch mit Deep Sea Dodgems einen richtig coolen Autoscooter mit Top-Gestaltung. Big Red Plains ist ein schnuckeliges Karussell hier im Ocean Parade Bereich. Das klassische Pferdekarussell in Dreamworld ist den Bananas in Pyjamas gewidmet. Die kleinsten Gäste kommen beim Mini-Riesenrad Play School Wheel hoch hinaus und wenn es aufregender sein soll, legt man sich ins Humpty Go Round. Auch wenn diese Wasserwelt sehr auf Kinder ausgerichtet wirkt, gibt es auch, wenn man es will, einen ordentlichen Thrill-Ride mit Serpent Slayer. An sich ist das erstmal nur ein Zamperla Air Race, wenn auch gut gestaltet. Aber es gibt 2 Anstellmöglichkeiten bei Serpent Slayer. Zum einen Mild Style mit einem Fahrprogramm, in dem nur mit halber Geschwindigkeit geschwungen wird. Und zum anderen gibt es Wild Style und da heißt es Upside Down at Full Speed. Wenn ihr selbst die volle Kontrolle über eure Überschläge haben wollt, gibt es auch noch Tailspin. Ein sogenannter Skyfly des deutschen Herstellers Gerstlauer Amusement Rides. Aufregend, aber entspannt sind die immersiven Flugabenteuer in einem Brogen Flying Theater, welches in Dreamworld Sky Voyager heißt. Und was auf keinen Fall in irgendeinem Freizeitpark dieser Welt fehlen darf, ist ein Sierra Rides Wellenflieger. In Australien auch schön eingebettet, mit Musik und Wasserfontänenspiel bei The Dreamworld Flyer. Neben noch mehr Rides und Wildlife, wozu wir gleich noch kommen, gibt es auch noch Shows und weiteres Entertainment.
so ein bisschen Zamperla-Ecke hier. Sky Race, Air Race und noch so ein Avatar Airglider. Ich weiß gar nicht vergessen, wie die Dinger heißen. Aber hier, ne? Eine Goma. I'm talking about duty. 나랑 장불이 나는 영원히 like Yuri. My pockets we know, yeah I'm chillin' now. I'm shooting buckets now, 차라리 don't bet. 집을 먹어라, my name is you back bounce. And they listen on, 진심이 어때? I'm boss with ambition, yo, 치러라. 밖에 사는 짐승들, got the hands in the air. They're throwing up a G, so now what to do? 계속 신나 soon, I'm only one to be the 밖에 사는 짐승들, got the hands in the air. They're throwing up a G, so now what to do? 계속 신나 soon, I'm only one to be the best now. 난 밖에서 넌 처음처럼지만 넌 부러워하면 싫어 괜찮아. I'm raising up the level, 신호 like a dog. Gon' get the love, 다 달아 전부 다다다. I change why you saying the same and they go say oh, hey, oh. I'm a kid on a mission, you're feeling it, yeah. Treat like that, treat like that. 너의 길을 쫓아가 우리 넌 Kurz im Schatten, weil langsam geht's los. Also nicht nur, dass der Park hat jetzt 10 Minuten auf. Der Suspended Coaster wurde nicht gefahren. Der Bügel steht so quasi ab. Der schafft es nicht über meine Brust. Da fehlt so ein Stück bei dem Gurt noch. Die Operatorinnen haben aber auch gesagt, dass das super tight ist bei der Bahn und ganz viele Leute, wo sie das auch nicht denken würden, da auch nicht passt. Auch, also ich habe ja einen Hasenarsch, ne? Sonst der kleine Hasenarsch passt nicht, also er passt rein in diese Schale, aber das ist wirklich SBF Visa-like. Ja, ein Lost Count quasi. Er hat so eine geile Stimme. That's any hats, bags and phones, making sure footwear stays on your feet. Ja, ich bin noch nicht so oft happy. Also die Bahn fehlt uns auf jeden Fall, leider Gottes. Dafür sind wir jetzt Big Red Boat gefahren, Zamperla Powered Coaster. Ich wusste gar nicht, dass man die auch ohne Sohle, sondern mit richtigen Fundamenten bauen kann. Aber ich glaube, ich habe auch den Grund gefunden, warum es in Australien nicht wirklich Kirmes gibt. Weil hier ist alles so safe und sicher, du kannst hier keine Kirmes machen. Was nicht heißen soll, dass Kirmes nicht safe und sicher wäre. Aber manchmal im Ausland haben wir euch ja schon kuriose Dinge gezeigt, die man vielleicht so nicht machen sollte. Wahrscheinlich habe ich jetzt trotzdem wieder um Kopf und Kragen geredet und jeder will das falsch verstehen, aber dann ist das auch so. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen counten, bevor es zur Videorunde geht. Und wir haben, glaube ich, noch 2 Stops offen, wenn ich das nicht im Schirm habe. Aber du guckst gerade auch was nach, ne? Ja, aber es ist richtig. Wir müssen Was? jetzt Zamperla Disco Coaster müssen wir noch machen und Gold Coaster. Ja, der Gold Coaster kommt dann als letztes wahrscheinlich, weil der Zamperla Disco ist hier vorne gewesen. Der ist gerade aufgefahren, glaube ich sogar. Die richtige Grauzone. Bruder, check mal den Kollegen hier aus. Wir sind jetzt gerade hier lang gelaufen, Tiger World. Haben uns da nicht viel bei gedacht. Da dachte ich so, was ist das denn für eine Konstruktion? Hier oben lang. Hier können Tiger langlaufen und da ist der Kollege. Oh, bist du eine feine Miezekatze? Oh, ja, putzt du dich? Oh. Du bist gar nicht gefährlich, ne? Oh. Und ich kenne eine große Meinung zu Tieren in Gefangenschaft. Alles fein. Das ist trotzdem sehr beeindruckend. Und da drin loben die ja auch rum. Also es ist jetzt gerade auch nur so entspannt, das zu sehen, weil er nicht geisteskrank von A nach B rennt, sondern einfach ziemlich, ja, der da drin nämlich schon und ziemlich entspannt hier im Schatten liegt und irgendwie, ja, es ist alles Kacke, egal was. like that. 모든 시선 집중이 저 시작
시작이야 우리 멈추지 않아 계속해서 higher 이제 don't be all that 꿈을 쫓아 let's ride 우리가 만들어가 주목의 spotlight. Stay hydrated. Wir sind jetzt gerade Shockwave gefahren, der Zampella Disco Coaster. Auf jeden Fall ein kleineres Frisbee da drauf. Ein Frisbee. Was ist das? Weißt du, wenn wir beide auf beide Geschlechter stehen würden, wären wir Frisbees, ja, aber. Oder wenn wir Insekten wären, verfressene Frisbees. Vehikel, Fahrgastträger. Fahrgastträger. Es sah aus, als ob das ist halt ein großer Disco-Coaster, aber ich weiß nicht, der kommt mir irgendwie nicht so hoch vor wie die anderen. Aber die haben eigentlich nur eine Größe. Ja, und die Gondel ist irgendwie kleiner. Ja, ich glaube ein 24er statt ein 30er, 32er als sonst. Ja, also es sind auf jeden Fall nur 24, wie sonst und so weiter. Also ich weiß, man kann das so bestellen. Ich weiß, man kann das so bestellen mit kleiner, habe ich aber noch nie gesehen. Übrigens, ja, okay. Gut. Jetzt trinken wir noch ein bisschen Wasser und dann lassen wir das. Was ich übrigens, also hier steht auch noch ein Gäste aus Skyfly, aber das habt ihr gerade eben schon gelernt. Eben auch auf dem Weg zu Steel Taipan, hat sie auch gefragt, ob wir schon mal Bluefire gefahren wären. Ja klar, und auch mehrere Klone davon, verschiedene. Was suchst du? Hier. Nös. Konnten wir, also Bluefire konnten wir bejahen und auch verschiedene Klone davon. Und wir dann schon mal die Spinning Gondel gefahren sind, das nicht. Aber dass wir zum Beispiel Icon und Blackpool gefahren sind, die halt später, ich glaube ein paar Jahre später war das, haben sie dann das nachgerüstet, sind wir nicht gefahren. Die, ja, aber wir waren die Ersten, deswegen ist es von uns cooler. So, hast du vielleicht auch recht. Aber ich fand es sehr cool, die Spinning Gondel. Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir nochmal dahin gehen und euch ein bisschen zeigen, was für Cues es gibt und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt noch rüber zu dieser Achterbahn. Ja, die sieht auch sehr fresh aus. Da. Mehrfach schon. Alle angeschlossen werden. Lass stehen, Rucksack. Was? Lass stehen, Rucksack. Ja, das Akku ist auch auf Seite 76, Alter. Was ist denn hier los? Ja, jetzt habe ich keine Zeit. Willst du Briten? Nee, mach. Ach so, wieder hoch, ja? Ja, toll. Ja, Gold Coaster, eine Arrowbahn, inzwischen Vekoma-Zug drauf. Da muss man schon denken, da kann was nicht stimmen. Alter, die fährt mehr nach links und rechts als Bandit in allen Jahren zusammen. Im Winter. Im letzten Wagen. Digga, was ist das denn? Also, du hast da diese Westenlüge wie bei Python zum Beispiel in Efteling. Der scheuert dir einfach den Körper weg. Ganz cool ist aber die Farbgebung und dass du quer durch den Wasserpark fährst. Du musst aber erstmal hier aus dem Parkhaus hoch. Jetzt erinnert dich an, das ist wahrscheinlich für Hyperion. Siehst du, und schon geht's los. Selber schuld, ey. Abgeguckt. Man läuft hier hoch, die sparen sich dadurch Lift, weil man fährt ja auch bis ganz nach unten und fährst auch erst. Ja, wie wir es gestern hatten mit der Spinning Coaster, so eine nicht gebänkte große Panoramakurve, aber halt in keinem Drehwagen, sondern im normalen Wagen. Zweimal. Und ziemlich schnell gerade. Also, an sich ist die Layout-Idee geil.
aber fährt sich ja nicht so gut. Du fährst hinten durch den Wasserpark und dann kommt ein Reverse Sidewinder. Bedeutet, du fährst eine halbe Schraube rein, einen halben Looping wieder raus und dann Looping. Oben diese Gitter habt ihr gerade gesehen, ne, wie die Station zugebaut ist. Vorne ist nochmal ein Tor, was auf und zu geht. Nicht nur mit Gittern, sondern auch mit Plexiglas. Und dann gibt es auch mal hier die Ansage, das Mikrofon, bevor eine Fahrt losgeht. Und das übliche, bla bla. Und dann keep smiling between the loops. Und dann hinter mir, the loops? Ja, und dann ist zwischen dem Reverse Sidewinder und dem Loop ist der Fotopoint. Und ich weiß nicht, haben die da schlecht lackiert oder ist das Farbabrieb der Strecke, wo du das Tal vom Looping hast? Oh oh, oh oh. Ja, Wasserpark, jetzt Whitewater, kurz erwähnt, riesiger Wasserpark. Wir sind keine Wasserpark-Fans, wir finden das alles nicht so prickelnd. Da gibt es die Kollegen von Tube Rides, die sind da besser, die sind aber gerade in Macau, glaube ich. Cool. Ja. So, nochmal rübergegangen jetzt zu Steel Taipan für ein paar Off-Rides mit der großen Kamera. Ja, das erzähle ich euch jetzt, ohne geguckt zu haben, wie jetzt diese Einteilung da ist. Ich wollte aber auch noch was über den Turm erzählen, der hinter mir ist. Das ist ja noch ein Drop Tower auf einer Seite. Da war früher mal eine Achterbahn dran. Ich glaube bis 2019, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar von Intermin Launch Coaster, der einfach mal ja, gerade fahren, senkrecht hoch. Tower of Terror, beziehungsweise Tower of Terror 2, da haben sie den Wagen gedreht. Lex Luthor oder Drop Tower, wie der heißt da, nee. Superman Escape from Krypton heißt das doch in Magic Mountain. Als zweispurige Anlage, hier einspurig. Noch nie so ein Ding gefahren, jetzt vor beiden schon gestanden. Aber hier haben sie es zurückgebaut, das gibt es leider Gottes nicht mehr. So, ich gehe jetzt mal gucken, was ich erzählen wollte. Und da kann ich auch noch Off-Rides machen vom Motorbike Coaster. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also für euch ist es jetzt, für mich ist es verschwitzt später. So, was ich sagen wollte, ich setze mich jetzt hier gerade vor das Gebäude und zwar ist das das Calming Cottage und das sind extra Low Sensory Rooms, also das heißt, wenn du Probleme hast mit zu viel Lautstärke, zu viel Menschen, dass du dir einfach eine Auszeit nehmen kannst und da dann quasi deine Ruhe hast. Speziell halt für Leute, die schnell ja, overstimulated steht da jetzt, überreizt oder wie heißt denn das Wort in Deutsch? Überstimuliert klingt ein bisschen blöd auf Deutsch, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Genau. Und der Bro macht jetzt Off-Rides. Ich setze mich jetzt hier neben den Dude, ich mir gedacht, in the shadow. Und ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer Water Refill Station, aber ich habe irgendwie noch keine gefunden, weil Wasser ist leer. Und es ist wirklich heute wieder warm, aber nicht so schlimm wie gestern. Und heute habe ich auch an meinen Hut gedacht. Und das ist wirklich in der prallen Sonne, ohne Kopfbedeckung, echt ein Killer.
Das Angebot verstehe ich noch. Das jetzt nicht, wenn das willst. Ja, übrigens, die Spinning-Gondel, die ultra krass, ihr müsst das auf jeden Fall machen, wenn ihr die Möglichkeit mal habt. Kostet aber extra. Also, und im Falle von Dreamworld ist das, wenn ihr jetzt normal hier seid, alleine $20. Und wenn ihr das zu zweit macht, $35. Solltet ihr Passholder sein, was jetzt eher unwahrscheinlich ist, wenn ihr jetzt in Australien mal unterwegs seid, kostet dann der Spinning Seat $15. Fastpass für die Bahn $34,95. Für One Ride, Alter, das ist schon... By the way, Steel Taipan fährt mit 2 Zügen und ist bei 30 Minuten Wartezeit. Bei den anderen Bahnen waren wir entweder Rope Droppen vor Parkturnier und beim Arrow, beim Gold Coaster war 5 Minuten. Also der Zug kam gerade rein, dann sind wir los ins Fahren. Ich meine auch komisch. Was ist das? Spezi. Spezi. Das ist eine Spezi. 2,50. So was. Slotty? 2,50 €. Sag einfach die Dollar. $5. Wir werden jetzt Parkeisenbahn fahren, sind jetzt gerade bei der Videorunde und da tut es natürlich auch eine Schade, da ein paar Aufnahmen zu sammeln. Und wir fahren leider nicht komplett rum, denn der Zug fährt nur bis zur Wildlife Station und fährt dann wieder zurück, weil irgendwie, ja, die bauen da. Da fehlen nämlich auch die Gleise. Ich weiß nicht, ob das auch die Strecke ist, die da hinten an Steel Taipan vorbeiführt. Da ist nämlich auch alles aus dem Boden rausgerissen. Ich weiß es nicht, Jüngers. Ich habe das jetzt so aufgeteilt, dass wir jetzt auch einfach mittendrin stehen hier, ne? So, wir sind gefahren, ganz kurz nur. Wir wussten halt nicht, wie weit das ist, aber es ist einfach nur 2 Meter. Und der fährt erst in einer Viertelstunde wieder zurück, der Zug. So kommt auf jeden Fall die Zeit zustande, warum der so lange weg ist. Und dann ist jetzt hier diese Wildlife, wie heißt die Station? Ja, ist ja auch egal. Da hier gerade Krokodile sind, ein bisschen Klugscheißer-Modus, auch nur weil wir es einfach gestern uns im Auto angelesen haben. In Australien gibt es Salty und Sweetie. Sweet war nicht Sweet? Freshies, genau. Salty und Freshies und ja, also Salzwasserkrokodile, die sind scheiße gefährlich und Süßwasser, die sind okay. Und die unterscheiden sich halt auch in der Größe und in der, weiß ich nicht, was Haftigkeit. Wahrscheinlich sind das jetzt hier die Freshies, die man auch füttern kann. Ja, das ist ein Freshie. Sieht man nämlich an einer langen, dünnen Schnauze. Genau, das ist nämlich so ein Ding hier, was jetzt nicht so geil ist. Du kannst hier irgendwie Krokodile füttern, Kängurus füttern, Fotos mit Koalas machen. Ja, wir gehen also zu Fuß wieder zurück, aber drehen gerade eine mini kleine Runde im Kreis hier. I've got the badness in me. You know what you gotta do. If you got it
Hallo. Siehst du das, Elli? Mann. Wir kommen jetzt gerade hier aus dem Twilight Trail, da war alles ganz dunkel. Da hat so den Eulen drin und so ein paar Schlangis und sowas. Eigentlich ganz cool gemacht. Und dann haben wir noch Baumkänguru gesehen und natürlich auch Koalas. Ja, und jetzt gehen wir zurück, oder? Ja, Koalas in Australien gesehen, Haken hinter. Du hast einen draußen gesehen. Ich habe einen draußen gesehen. Ja. Du bist Auto gefahren. Ja, dämliche Autofahrer. Einen Tag noch und dann gucke ich auch nicht mehr, was ich tue. So. So, hier haben wir einmal beide Wappentiere zusammen in einem Gehege. Känguru und Emu. Den habe ich gesehen gerade eben aus dem Zug. Hier der Intamin Motorbike Coaster übrigens. Nicht nur, dass man auf Motorrädern sitzt, es gibt 2 Reihen, die haben Motorrad und Beiwagen. Da sind die Beiwagen aber nicht für volumenmäßig größere Menschen, sondern für die kleinen Menschen, damit Kinder mitfahren können, die was kleiner sind und begleitet werden dann auch Motorrad von einem Erwachsenen. Man kennt das sonst zum Beispiel bei Hagrid's, ist ein bisschen größer, glaube ich, aber vor allem bei Tron, bei Disney gibt es Beiwagenreihen, die sind dann viel, viel größer. Und ja, über die Fahreigenschaften brauchen wir gar nicht großartig reden, weil die sind nicht so berauschend bei der Kiste. Aber nochmal einen schönen Shot gemacht hier vom Ausgang vom Drop Tower, Giant Drop. So, Bro ist jetzt gerade Jungle Rush filmen. Der wollte gerade einmal in die Queue, weil die jetzt ziemlich gut gestaltet ist. Aber ist irgendwie wohl nicht so super durchkommen, weil es irgendwie total voll ist. Der Park füllt sich, also es ist jetzt 1 Uhr. Früh da sein ist auf jeden Fall auch hier der beste Tipp von allen, glaube ich. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, hier ist die Themenfahrt hier. Das ist so eine, ja, so ein Jeep oder sowas, die hier auch mit in den neuen Bereich Rivertown, heißt das, glaube ich. Rivertown? Ich bin gerade nicht sicher. Riverland? Rivertown? Rivertown, egal, mit reingebaut wurde, als auch Jungle Rush eröffnet hat. Der ganze Bereich hier ist neu, so ein bisschen auf Dschungel, auf Indiana Jones mäßig gestylt halt. Und genau, die Themenfahrt hier, Marsupilami heißt sie, glaube ich. Die geht sogar auch ein bisschen durch so kleine Pfützen und so, das kann man von außen ziemlich gut einsehen. Uns wurde gesagt, dass die super beliebt ist und man sieht jetzt auch, die ist super beliebt. Also die Queueline ist die ganze Zeit voll. Und ja, solche Themenfahrten sind in Freizeitparks einfach immer noch beliebt. Also auch wenn man sagt, Achterbahn oder damit kannst du keine Oma vom Herd herlocken oder wie auch immer man das sagt. Trotzdem sind die beliebt und die Leute fahren es gerne, die Familien können es zusammen machen. Und wenn das auf so einem Niveau ist wie hier, umso besser.
Der Bro geht jetzt gerade schwitzend in die Richtung von Jungle Rush. Es wird jetzt noch wärmer. Wir haben um die 30 Grad heute nur. Zwischendurch bewölkt. Oh, Scheiße, da ist es mir passiert. Ich wollte es euch gerade erzählen. Und zwar, die Colaflaschen hier, wie man sieht, haben die einen Deckel, der noch abschraubbar ist. Nicht so wie in der EU, dass der so da dran hängt. Und wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass uns bei den ersten 5 Malen der Deckel immer hingefallen ist. Weil man verlässt sich ja drauf und dann lässt man den einfach los. Das geht jetzt hier nicht. Und das war super Timing, ist sie mir gerade runtergefallen. Ne? Ja, natürlich hinter die Bank. Gut, ich werde die Cola dann wohl gleich austrinken, aber werde ich weil es, wie gesagt, um die 30 Grad und Luftfeuchtigkeit steigt jetzt, seitdem es bewölkt ist. Es soll heute Nachmittag hier auch noch regnen, aber da werden wir wahrscheinlich schon nicht mehr hier sein und sind dann eine halbe Autostunde entfernt. Und da weiß man ja immer nicht, wie es dann da ist. Ne? Ja, Frühstück haben wir ja auch noch nichts, also langsam knurrt der Magen und wir werden dann jetzt, nachdem wir hier durch sind mit Filmen und wir sind ja alles gefahren, was wir fahren wollten, wirklich schöner Park, werden wir dann auch den Sittich machen, aber soweit ist es noch nicht, also dranbleiben. Sehr cool übrigens bei der Oldtimer-Fahrt ist, die geht erstmal hier in so einen Tunnel, also es geht erstmal super weit nach unten unter der Achterbahn durch. Man hat aber den Deckel zugemacht, also es ist ein Tunnel. Aber wenn du jetzt auf Jungle Rush drauf guckst, sehr cool. Leider halt im Inneren nicht so durchgezogen, das mit den Gestalten und thematisieren, aber auch hier hat man Bock, die Sachen schön zu machen und gut aussehen zu lassen. Passiert nichts? Firefighter Caddy is on the way. Caddy. Hast du Autofokus auf? Firefighter Caddy is on the way. Ja komm, geht Caddy. Das Wo denn? Caddy ist Cousin von Blinky Bill. Cousin. Cousin. Kannst du noch tragen? Natürlich kann ich das tragen. Ich kann alles tragen. Ich kann alles tragen. Ey, was ist los? Mit Achterbahn und mit Preisschild. Richtig cool. Ich warte jetzt hier im Lego Shop, weil hier ist es kühl. Und der Bro filmt jetzt noch kurz den Eingang. Hier gibt es echt viele geile Special-Sachen. Also ich bin jetzt wirklich nicht so Lego vertieft, aber das habe ich noch nie gesehen. Also dass es hier Barato gibt von Herr der Ringe, was Bro schon eben gezeigt hat, so richtige Collectors Editions. Hier ist noch mehr von Herr der Ringe. Rivendell. Also Dungeons and Dragons. Richtig viele kranke Scheiße. Sogar Dune hat hier schon irgendwie so eine Collectors Edition. Den Film habe ich nicht gesehen, aber das kennen einige, denke ich mal. Ja, also richtig verrückt und teilweise auch echt schöne Sachen, die man sich so hinstellen kann. Deswegen auch diese Collectors Edition. Sogar Gemälde. Also schon echt ganz geil, muss ich sagen. Flugzeuge und hier auch nochmal. Echt viel Zeug, was ich so noch nicht gesehen habe. Vor allem Winkelgasse und sowas. Ganz große Sachen. Und die Preise sind natürlich auch sehr groß, aber da ist der Lego auch bekannt für. Aber da muss ich sagen, da bin ich echt very surprised und sehr begeistert von. Der sprechende Hut, okay, ich glaube, den hat man schon mal gesehen. Klar, Harry Potter ist natürlich der Shit hier. Ja, sowas hier auch. Richtig süß. Ja, okay. Der Bro ist, glaube ich, jetzt gleich auch mal fertig. Dann gehe ich jetzt schon mal raus. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir in Australien sind. Dass das deswegen irgendwie so ist, dass die hier andere Lego-Produkte haben. Oder, ja, keine Ahnung. Wo ist er denn, der Mann? Wer ist the man? Where did the man go? Ich
ich kann ihn nicht sehen. Ich warte ja obwohl jetzt noch da vorne am Filmen gerade. Ich habe hier gerade vom Eingang gesessen und denke so, was ist das für ein Lied, was hier am Eingang läuft? Und ich denke, ich kenne das. Das ist irgendwas aus dem Freizeitpark. Ich muss mich eben auf mich aufmerksam machen hier. Hat mich gesehen. Und dann denke ich, kann doch nicht sein. Ich bin halt nicht gut in Freizeitpark-Soundtracks eigentlich. Aber ich wusste, dass ich das kenne und jetzt habe ich das kurz shazamt. Und es ist Rabelein gewesen, ein Song von Rabelein. Ja, ist jetzt nicht, glaube ich, nicht im Sinne von Efteling, dass die hier die Musik spielen, die komponiert haben. Aber okay. Weiß nicht. Da läuft jetzt auch wieder ein Lied, das kommt mir auch bekannt vor, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ja. Aber wenn wir das machen würden, wie bei uns immer einer, dann wären wir niemals fertig in diesem Land. Sehr geil. Dafür ist Australien schon mal Pluspunkte. Nachdem ihr jetzt erkannt habt, dass das besser ist als wir, dass es Rabelein das Finale ist, oder es doch wieder wollte, man weiß es nicht, ich glaube, es ist Rabelein das Finale. $139 Doors-Preis für Besucher, $149 für Locals, online war $129. So, und wir haben jetzt alles im Kasten, sind alles gefahren und müssen jetzt, der fliegende Holländer. Jo, also Efteling finde ich gut. Alter, was ist das denn? Das geht nicht. Das ist doch nicht lizenziert. Natürlich Efteling Efteling das. Ja, aber Kingoland hat auch Efteling-Musik. Ja, die haben das auch gekauft. Die haben das bestimmt gekauft. Ja, ey, wie auf der Kirmes, wir haben es da wieder. Ja, ich habe die CD ja gekauft, da kann ich das ja abspielen. Das ist ja, ey, das ist jetzt kein Quatsch. Ich habe so eine Antwort schon bekommen, wo ich mal gefragt habe, wie das denn ist, wenn man so eine lizenzierte Figur sich da hinstellt. Ja, ich habe die Figur ja gekauft, da kann ich die auch hinstellen. Ja, privat. Aber ach, egal. Wir müssen auf jeden Fall bei der Security auschecken. Und ja, auf jeden Fall ist das ein Preisschild, was hier dran hängt, muss man wollen. Aber das ist komplett im Verhältnis quasi. Denn das ist ein normaler Preis hier in Australien für Freizeitparks. Hier ist alles allgemein so ein bisschen hochpreisiger. Und für Freizeitparks muss man das hier leider berappen in der Höhe. Was ja auch jetzt in der Größe von Park bei uns jetzt auch gar nicht mehr so weit weg ist für einen normalen Doors-Eintritt. 70 Euro. Tut halt weh. Du Scheiße. Dir das an, ey. Aber die sind ganz geblieben. Ja. Logischerweise. Bah. Hier, was ist das denn? Das sind tatsächlich, also das hier ist eine Biene. Aber ich glaube nicht, dass das Bienen waren, weil die sahen von unten schon so noch groß aus. Ja, Aber so hoch auch erst. die haben bei 70 Metern waren die oder so. Nicht so viele Shots, wie ich gern hätte, weil dann lasse ich dann. Also da passiert das verklebt alles, ja. Bäh. Sorry auf jeden Fall für die Viecher, die wir da getötet haben. Ja, also ey, wenn irgendwo irgendwie Insektenretter mit am Start sind, dann sind das wir. Ich hoffe nicht, dass es Bienen waren. So, die sind ja ab 50 Meter oder so haben die erst angefangen. Ganz merkwürdig. Habe ich noch nie erlebt. So weit oben und dann so aggressiv. Ja. Da ist ja nichts. Da ist ja kein Baum in der Nähe, wo das Nest sein könnte. Da würde ich das ja verstehen. Sehr komisch. Ja. Hat auf jeden Fall einige das Leben gekostet, so wie das hier aussieht. Der Wind stand gerade günstig, das war gerade sehr laut. Ey, mutig. Efteling strikt Videos weg, wo sie dir die Musik geben.
Und die spielen sie hier. Also die haben echt nur die Efteling-Playlist läuft. Verrückt. So, wir wollen es unbedingt machen, wir müssen es unbedingt machen, Hungry Jacks. Das darf hier halt nicht Burger King heißen, ist aber eigentlich Burger King. Alles sieht so aus, hat nur einen anderen Namen. Das gleiche Farbkonzept, gleiche Typo, alles gleich. Geiler Handtuchtrocknerhersteller in dem Hungry Jacks. Thicker, crispier, better? Meinst du mich? So, wir sind jetzt mal auf die Rooftop Bar gegangen und ja, heute ist hier hinter mir ist irgendwie so ein Event für werdende Ärzte. Es ist ein DJ vorne in der Ecke. Es hat wohl scheinbar zwischendurch geregnet, als wir jetzt drin waren. Wir haben eine halbe Stunde uns mal hingelegt, weil wir einfach ein bisschen platt waren. Und ja, jetzt kommt erstmal, was zu einer Tour leider auch immer dazu gehört, und zwar die Karten leer ziehen. Und das ist halt essentiell wichtig, und das auch anständig zu machen, in anständige Ordner zu packen und dann auch auf 2 separaten externen Festplatten zu speichern und das separat voneinander umzutragen und heil nach Hause zu bringen, um da die Videos zu machen. Ist halt eine Materialschlacht, aber immer nötig, und ja, man könnte es auch anders und einfacher machen, wenn man einfach nur mit dem Handy irgendwie filmt. Wollen wir aber alle nicht. Wir sind jetzt hier da oben, haben heute im Restaurant vom Hotel gespeist, sehr lecker, die Gravy, auch das Fleisch war super, und wir haben noch die Plätze gewechselt gehabt, sehr geil, Tisch direkt an dieser offenen Fensterfront oder Fensterwand, die offen ist, und Wetter heute sehr cool und angenehm. Für die Temperaturen, die hier herrschen, auch wenn es natürlich in der Sonne heute im Park zur Mittagszeit unerträglich war. Aber da haben sich auch alle verkrümelt. Also wie Leute alle verschwunden sind. Genau, wir tun jetzt noch Quack-Vierer, genießen ein bisschen die Aussicht. Und dann war das für den Tag heute. Ich glaube, wir haben hoffentlich ein bisschen was gesehen, mitgenommen. Es wird noch absurder, es wird noch wilder, aber wir sind noch ein bisschen an der Gold Coast, im Surfers Paradise. Und ja, bis morgen. Jetzt bitte eine abschießen. Das wäre ein Timing gewesen. Ich muss jetzt nochmal. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Das Problem ist, man könnte das ja kalkulieren, wenn man sehen würde, wie die beladen. Ja, ich finde es auch echt strange, wie einfach so der Slingshot zwischen den Rohhäusern steht. Da dein Zimmer hast? Kommt immer einer vorbei.